Herr Volken, Sie haben vor einem Jahr eine Nahtoderfahrung erlebt. Was für eine Meinung hatten Sie vor diesem Erlebnis zu dieser Thematik? Also das Thema Nahtoderfahrungen kannte ich bis dahin eigentlich nicht. Also nicht. Respektive ich habe mich mit dem überhaupt nicht befasst. Ich habe immer gedacht, jemand, wer tot ist, der ist tot, das ist Feierabend. Da gibt es nichts mehr. Klar, ich bin Katholik, ich glaube auch, aber das ist ein Leben nach dem Tod. Und das habe ich nie geglaubt. Und wenn mir jemand gesagt hätte vor einem Jahr, Nahtod, das gibt es, dann habe ich gesagt, nein, das ist Humbug, das ist Scharlatan, das gibt es nicht. Sie erlebten kurz nach dem Tod Ihrer Frau eine Nahtoderfahrung. Das ist 2 Tage nach der Beerdigung von meiner Frau. An einem Freitagmorgen verspürte ich ein extremes Magenbrennen. Schmerzen, die ich vorher eigentlich nie hatte. Magenbrennen, das kannte ich nie. Ich trank einen Schluck Milch in der Hoffnung, es geht, und war leider falsch. Es kam länger schlimmer und länger schlimmer. Ich konnte die Schmerzen gar nicht beschreiben, wie die sind. Bis dann mein Sohn zu mir sagte, Papa, wir fahren in ein Spital. Ich sagte, nein, wir Magenbrennen, das vergeht. Halb Stunde später immer noch, die Schmerzen kamen viel, viel extremer. Mein Sohn wieder, Papa, wir fahren in ein Spital. Und in dem Moment war mir wirklich alles egal, um und um. Ich will einfach die Schmerzen weghaben. Der Joel fuhr mit mir, das sind ca. 15 Kilometer, in ein Spital. Ich weiß noch heute nicht, wie ich die Autofahrt überlebt habe von den Riesenschmerzen. Nachher weiß ich, dass ich in die Notfallaufnahme zu Fuß gegangen bin. Von da an weiß ich nichts mehr. Also was mit mir passiert ist, keine Ahnung. Wie kam es dann zu dieser Nahtoderfahrung? Plötzlich waren die Schmerzen weg, aber ich war nicht bei Sinnen. Aber ich hatte keine Schmerzen mehr. Und plötzlich sah ich wirklich ein helles, grelles Licht. Nicht, wie man hört, ein Tunnel. Den Tunnel habe ich nicht gesehen. Nur ein extrem grelles, weißes Licht, das mir richtig geblendet hat. Und plötzlich sah ich meine Frau. Also Ihre verstorbene Frau? Meine verstorbene Frau. Sie kommt zu mir und sagt, hallo René, wie geht es dir? Ich sage, mir geht es sehr gut, nahm mich in den Arm, gab mir einen Kuss und sagt mir, René, mach dir keine Sorgen. Mir geht es hier gut. Geh du wieder runter und schau unseren Kindern. Aber versprich mir, bleib nicht alleine. Und das ging, ich fühlte das wie eine Ewigkeit, wo meine Frau zu mir geredet hat. Wie haben Sie Ihre Frau gesehen? Also sie hat genau die Kleider an, welche sie im Sarg getragen hat. Effektiv die genau gleichen Kleider. Sie haben sie so gesehen, wie Sie ein Gegenüber sehen. Ja, wie ich jetzt bei Ihnen zusammen hocke, genau dasselbe. Wir haben miteinander gestanden und sie haben mich in den Arm genommen, wie wirklich real. Und da habe ich gesagt, das ist kein Traum. Haben Sie außer Ihrer Frau sonst noch etwas gesehen? Nein. Das war effektiv nur meine Frau und ich. Auch in der Umgebung, da sah ich nichts weiß. Es hat nicht mehr so geblendet, aber es war alles weiß. Aber ich kann das Weiß nicht beschreiben. Also es war ein angenehmes Weiß und nicht ein grelles Weiß wie am Anfang. Und wie ging dann die Geschichte weiter? Plötzlich bin ich zu mir gekommen, also respektiv aufgewacht. Ich lag im Bett. Ich sagte, um Gottes Willen, wo bin ich? Schaue links und rechts. Schau, an der Wand war eine Uhr. Und die zeigte 12:30 Uhr. Drehe den Kopf. Da stand eine Frau neben mir und hielt die Hand auf der Stirn. Schaue wieder zur Uhr. Schaue auf die andere Seite. Und plötzlich stand eine Krankenschwester neben mir am Bett. Und sagte zu mir, Bonjour, Monsieur. Ich sagte, wo bin ich hier?
Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe dann angenommen, ich bin irgendwo in einem Spital. Aber warum und wieso? Warum bin ich im Spital? Aber diese Frau, die Sie zuerst gesehen haben, war nicht die Krankenschwester? Nein, das war nicht die gleiche. Die erste, wo mir die Hand auf der Stirn gehabt hat, war eine flüchtig Bekannte von mir. Das heißt, ich persönlich kannte ich die Frau zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe die 3-4 Mal gesehen, vorher und mehr nicht. Und plötzlich sah ich dann ganz klar die Krankenschwester. Und ich sagte zu mir, was soll das bedeuten? Dass ich die fremde in Anführungszeichen, Frau neben mir im Bett sah. Und da habe ich es erst alles zusammen richtig realisiert. Die Krankenschwester hat mir gesagt, Herr Volkan, Sie hat einen Herzinfarkt, hatte 9,5 Minuten einen Herzstillstand und jetzt sind Sie auf dem Weg zur Besserung. Und da kam mir das Wort Nahtoderfahrung nicht, das kam mir in dem Moment nicht in den Sinn. Aber ich sagte so, also ich war tot. Ich sah eine Frau. Nachher aber, als meine Frau zu mir sagte, geh du wieder runter zu unseren Kindern, aber bleib bitte nicht allein. Was soll das bedeuten, dass plötzlich die fremde Frau neben mir am Bett stand und hielt mir die Hand auf den Stirn? Also in dem Moment, ich wurde wahnsinnig. Also hat Sie das sehr beschäftigt oder verwirrt? Also mehr verwirrt als beschäftigt. Ich hatte immer die Frage, was ist das? Was soll das bedeuten? Will meine Frau, also meine verstorbene Frau, will die mich mit der anderen Frau verkuppeln? Obwohl ich genau weiß, meine verstorbene Frau kannte die andere Frau gar nicht. Sie kannte sie nicht? Nein. Nachher ich war 5 Tage im Spital. Und die Frau, die ich gesehen habe im Spital, hatte im Nachbardorf ein Restaurant. Und das Wunder war mir zu groß. Ich hatte keine ruhige Minute mehr. Ich ging in das Restaurant, fuhr mit der Frau ein Gespräch an, aber gar nicht über das Thema. Ich ging das 2. Mal in das Restaurant, das 3. Mal in das Restaurant und die Diskussionen kamen immer interessanter, muss ich sagen. Jetzt habe ich zu mir gesagt, so, jetzt sprich das Thema an. Habe ihr genau das gesagt, was ich erlebt habe. Da fing sie an zu weinen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, habe ich jetzt etwas Falsches gesagt? Die Tränen abgewischt und mir sagte, genau der Sonntag ging ich in die Türkei in die Ferien. Ich war genau Punkt 12:30 Uhr nachmittags an der Gepäckausgabestelle im Flughafen und plötzlich sah sie in Gedanken mich und dachte zu mir, also zu ihr selber, jetzt ist er angekommen. Da kommen dann mir die Tränen. Sie haben sich dann besser kennengelernt. Wir haben unsere Gespräche effektiv vertieft. Ich habe auch dem Thema Nahtoderfahrung mich ein bisschen gewidmet. Ging ins Internet und ließ Berichte von anderen Leuten, die im Prinzip das Gleiche erlebt haben wie ich. Und jetzt muss ich sagen, es ist kein Humbug. Es ist wirklich Realität und die Wahrheit. Und heute bin ich mit der Frau Evelyn glücklich zusammen. Schön. Dann sind Sie zu der Überzeugung gekommen, dass Ihre Frau Ihnen diese Frau wie vermittelt hat, in einem gewissen Sinne. Das ist das, was ich heute immer noch sage. Meine Frau hat mich verkuppelt. Ja. Weil ich sage, ich habe meine Frau im Juni verloren und im September habe ich mich in Evelyn verliebt. Das habe ich immer gesagt, das ist krass, das gibt es nicht, das ist viel, viel zu schnell. Rene, lass das sein. Ich habe mit meinen Kindern Stunden und Stunden über das Thema geredet. Ich weiß es auch, das ist falsch, was ich mache.
Aber Gefühle steuern kann auch ich nicht. Ich habe meinen Kindern gesagt, da ist eure Mutter schuld. Was hat diese Nahtoderfahrung für eine Wirkung auf Sie gehabt in Sachen Lebenseinstellung oder Leben nach dem Tode? Also ich habe seitdem eine sehr, sehr andere, positivere Lebenseinstellung als vorher. Und Angst vor dem Tod absolut nicht. Das absolut nicht. Warum? Ich weiß, denen da oben geht's gut. Die sind glücklich und denen geht's wirklich gut. Nach meiner Einstellung zum Leben hat sich natürlich gravierend verändert. Ich war früher sehr aufbrausend, relativ schnell aufbrausend, und ich heute nicht mehr habe. Und Stress kenne ich in dem Sinn heute nicht mehr. Ich sage mir, das Leben ist viel zu kurz, um sich aufzuregen und Stress zu haben. Und dabei sage ich immer wieder, der Herzstillstand ist das Beste, was mir passieren konnte. Man lebt viel anders, bewusster als vorher. Und was sagen Ihr Umfeld dazu, wenn Sie das sagen? Also die Kinder sagen mir immer auf Walliser Deutsch, Papa, du spinnst. Und die kennen mich so nicht. Ich habe ihnen auch gesagt, was mich interessieren mal würde, wäre ein Yogakurs. Und da haben sie mich eigentlich ausgelacht und ich habe ihnen probiert zu erklären, warum ich jetzt so bin. Ich habe gesagt, ich habe Mama gesehen, Mama geht's gut. Und man sieht ja, wie schnell das gehen kann, dass man nicht mehr ist. Herr Volken, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.